Hallo, hier ist der Kai von Ich mein Kron. Schön, dass du wieder eingeschaltet hast. Ich hoffe, es geht dir gut. Ich hoffe, du bist herrlich schubfrei. Heute sprechen wir mal auf einen Kaffee über das Thema Routinen. Warum sind sie so wichtig bei chronisch entzündlicher Darmerkrankung und wie kann man sie am besten implementieren? Lass uns erstmal darüber sprechen, warum sie so wichtig sind. Lass uns mal in dieses Thema reingehen. Du hast bestimmt einen Hausflur, oder? Wie oft benutzt du das Geländer an der Treppe? Nicht oft, oder? Meistens ist es doch so, dass wir im Alltag die Treppe runterrennen und wieder raufrennen und beim Raufrennen überspringen wir meistens noch 1, 2 Stufen, damit wir schneller oben sind. Was ist aber, wenn du dir ein Bein brichst? Dann ist es doch gut, dass die Treppe ein Geländer hat, oder? Damit du dich festhalten kannst und hochziehen kannst. Und dann wäre es doch eigentlich total gut, wenn du in guten Zeiten das Geländer gewartet hättest, denn es kann dir nicht helfen in schlechten Zeiten, wenn es rostet, wenn es locker ist, wenn die Schrauben fehlen, wenn es fast abbricht. Dann ist es dir keine gute Hilfe. Und ich finde, dieses Bild eines Treppengeländers ist ganz gut im Vergleich zu unseren Routinen in unserem Alltag mit Morbus Crohn und Colitis ulcerosa. Denn in guten Zeiten kann man sich um seine Routinen kümmern, damit sie in schlechten Zeiten uns wieder helfen. Das ist mega wichtig. Ich habe sehr lange dafür gebraucht, um meine richtigen Routinen zu integrieren, und das habe ich teilweise in schlechten Zeiten gemacht. Ich hätte es in guten Zeiten machen müssen damals, und ich möchte, dass du es besser machst, definitiv. In beschwerdefreieren Zeiten kümmere dich um deine Routinen. Wir wissen alle, dass wenn wir uns um den Schlaf kümmern, ist das sehr gut. Wenn wir uns um die Ernährung kümmern, ist das sehr gut. Wenn wir uns um Stress und Energie kümmern, ist das sehr gut. Und wenn wir uns um die Ernährung kümmern, ist das sehr, sehr gut. Und dafür brauchen wir in unserem stressigen Alltag tatsächlich Routinen. Routinen sind Abläufe, die wir immer wieder machen. Denkst du morgens darüber nach, wie du dir wann Zähne putzt? Nein. Du gehst morgens ins Bad, hast immer den gleichen Ablauf und danach findest du dich in deinem Hausflur wieder am Treppengeländer. Und so ähnlich ist es mit unseren Routinen, die wir uns aufbauen können, damit es uns gut geht, damit wir den Körper unterstützen können. Denn sind wir mal ganz ehrlich, unser Körper liebt Beständigkeit. Ist es nicht so? Gerade Menschen mit Morbus Crohn. Komm, wo seid ihr? Schreibt es in die Kommentare. Gerade Menschen mit Morbus Crohn, mit Sicherheit auch die mit Colitis ulcerosa, die mögen gar nicht so die Veränderung. Das macht nämlich Stress mit einem. Das macht nämlich Stress mit einem. Die mögen gar nicht, wenn sich Dinge um sie herum großartig verändern, wenn sie unbeständig sind. Nee, der Körper braucht Beständigkeit, der ruft da quasi nach. Geht's dir nicht auch so? Wir brauchen regelmäßige Mahlzeiten, wir brauchen regelmäßige Schlafphasen und wir brauchen auch Arbeitspausen. Und Routinen können da unser Sicherheitsnetz sein. Sie geben dem Körper die Routine, sich jetzt erholen zu können. Jede Pause sorgt dafür, dass der Körper mal durchatmen kann. Und weil Routinen dein Sicherheitsnetz sind, verhindern sie sehr gut, dass du in ein Ungleichgewicht kommst, dass Abläufe in deinem Alltag plötzlich deinem Körper wieder schaden. Denn, sind wir mal ganz ehrlich, wir Menschen mit CED merken Ungleichgewicht sehr schnell wieder anhand von Symptomen, Blähungen, Stress. Wir merken das, indem wir noch öfter zur Toilette müssen. Das ist ein großes Thema für Menschen mit CED in ihrem Alltag. Wie oft gehst du zum Beispiel jeden Tag auf die Toilette? Und wie oft musst du gehen, wenn du einen stressigen Tag hast? Routinen helfen uns, unser Gleichgewicht wieder aufrecht zu erhalten. Der Körper mag es, wenn du regelmäßig zur gleichen Zeit ins Bett gehst. Und da sind wir nämlich schon beim Thema Tagesstruktur. Eine Tagesstruktur ist so unfassbar wichtig für uns Menschen mit CED. Und es ist teilweise so, dass man sich ein bisschen ausbremsen muss, dass man nicht alles zu sehr getaktet hat. Aber eine Tagesstruktur kann uns helfen, das Geländer zu sein, an dem wir uns anpacken und an dem wir durch den Tag gehen. Ganz, ganz wichtig.
Bei mir war zum Beispiel Schlaf ein ganz, ganz großes Thema. Ich habe eine ganze Zeit lang nach dem Darmriss damals nicht richtig geschlafen. Ich hatte ja auch noch eine Cortisontherapie und das hat mich ja in einen sehr unruhigen Schlaf gebracht. Und ich musste mir eine sehr gut strukturierte Schlafroutine aufbauen. Das hat ziemlich lange gebraucht, weil ich mir erstmal das Wissen aneignen musste. Früher bin ich einfach ins Bett gegangen. Mittlerweile gehe ich aber immer zur gleichen Zeit ins Bett. Nicht exakt auf die Minute, aber ungefähr im gleichen Zeitfenster. Und das hilft mir. Wenn ich zum Beispiel mal, weil ich unterwegs bin, nicht zu dieser Zeit ins Bett gehe, merke ich einfach, dass es meinem Körper dann nicht gut tut. Aber da ich mir so eine Tagesstruktur aufgebaut habe, mein Sicherheitsnetz, kann ich am nächsten Tag einfach wieder nahtlos daran ansetzen und der Körper merkt wieder, hey, jetzt geht es mir wieder gut, der liegt jetzt wieder im Bett ganz normal, es ist wieder die ganz normale Tagesstruktur, das ist mein Sicherheitsnetz, es bringt mich wieder ins Gleichgewicht. Und ich würde dich gerne einladen, überleg doch mal für dich so ein bisschen, was sind deine Routinen, die du so am Tag hast? Was tut dir gut? Tut es dir gut, jeden Morgen das Gleiche zu frühstücken, einfach damit der Körper weiß, wie viel Ballaststoffe er gerade zu sich nimmt und wie viele Stoffe er überhaupt gerade bekommt und du ihn nicht komplett damit überrumpelst, da jetzt Dinge reinzustecken, um die Verdauung anzuregen. Gibt es Routinen in deinem Leben, die total ungesund sind, wo du genau weißt, die tun dir gar nicht gut, die sorgen eher dafür, dass du ein Sicherheitsnetz brauchst, dass du das Geländer vielleicht wirklich brauchst. Und ich würde dich einladen, schreib mal eine kleine Ist-Situation für dich. Nimm dir ein leeres Blatt und schreib einfach mal auf, wie ist deine Tagesstruktur derzeit? Und dir wird relativ schnell der ein oder andere Punkt auffallen, wo du das Gefühl hast, hey, an der Stelle müsste ich ein bisschen nachsteuern. Lass mich gerne mal in den Kommentaren wissen, woran du schrauben würdest, was tut dir gut, was tut dir gar nicht gut. Ich kann dir sagen, als ich Student war zum Beispiel, habe ich am Tag in der stressigen Phase, jeden Tag bin ich an so einem Supermarkt vorbeigekommen und habe mir da 3 Tafeln Schokolade geholt, die ich gegessen habe. Jeden Tag. Ich habe meinen Stress kompensiert mit Schokolade. Kennst du? Kennst du. Und das ist halt ein gutes Beispiel für eine schlechte Struktur, für eine schlechte Routine. Dazu dann noch Kaffee, Zucker, Cola, was auch immer. Und wichtig ist, dass wir alles mal auf den Prüfstand stellen, immer mal wieder, dass wir eine gesunde Selbstreflexion pflegen und dass wir schauen, was können wir eigentlich verändern. Und dann ist aber ganz wichtig, dass wir nicht alles auf einmal verändern, sondern hör in dich hinein, schau auf den Zettel, wo du dir deine Ist-Situation aufgeschrieben hast und du wirst relativ schnell merken, an welcher Stelle du als nächstes schrauben musst. Ganz, ganz wichtig ist immer, der erste Schritt ist immer der schwierigste. Und mir wäre auch wichtig, nochmal zu betonen, dass wenn du ihn nicht alleine gehen möchtest, kannst du dich jederzeit bei mir melden und wir gehen ihn gemeinsam. Ich hoffe, du konntest dir da jetzt so ein bisschen was an Denkanstoß rausnehmen, ein bisschen Inspiration rausnehmen. Und ja, wir sehen und hören uns hier relativ schnell bald wieder, du, ich und mein Kron. Und bis zum nächsten Mal. Bis bleibst und wirst du bitte herrlich schubfrei, denn so lebt es sich am besten. Mach's gut, ich bin raus. Tschüss, dein Kai.